Rudern am Limit, präsentiert vom neuen Seat Arona. Do your thing. Talisker Whisky Atlantic Challenge ist ein Rennen von La Gomera in den Kanarischen bis nach Antigua in den Karibischen Inseln. Und man darf halt nicht sich unterstützen lassen von außen, das heisst, man muss alles auf sich alleine gestellt bewältigen. Well, they say they're cherry paintings. Was stresst dich eigentlich am meisten beim Projekt? Beim Projekt? Ich meine, jetzt haben wir noch 2 Monate. Und es fehlen uns noch über 50'000 Franken. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich schon noch viel. Aber in letzter Zeit ist es ja mega gut gelaufen jetzt. Schlussendlich, ich habe einfach das Gefühl, ich will nicht der sein, der sagt, okay, ich nehme mir etwas vor und wir erzählen es jetzt allen und wir wollen das machen. Und nach dem Schluss funktioniert es nicht. Ja, nein, das will ich auch nicht sein. Und der Punkt ist halt, dass mit dem Sponsoring ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist halt alles andere Administrative, was man so ein bisschen machen muss. Ich fände es cool, wenn wir mal noch ein bisschen Zeit auf dem Boss verbringen bevor wir losgehen. Ja, ich eigentlich so ein bisschen so Sachen. Okay. Ja, voll. Wie heiß? Meine grösste Angst ist, dass wir es gar nicht probieren können, dass wir scheitern, bevor wir gehen. Ich glaube, etwas, was uns Schweizer ein bisschen fehlt, ist der Mut, zum Sachen zu probieren. Dass man halt trotzdem das angeht und sich nicht einschüchtern lässt von diesen Norwegerinnen oder von den Engländern, die halt schon auf dem Meer aufgewachsen sind. Und wir können das auch. Und wir kleinen Schweizer sind manchmal gar nicht so klein. Und da eine der jüngeren Legenden vom Seeclub, der Yves Schultheiss. Das Wissen, das er uns vermittelt hat, ist, ohne das hätten wir es nicht geschafft. Wir sind einfach vier Jungs schlussendlich, die mal die Idee hatten, um das zu machen, um über den Atlantik zu rudern. Und wo wir uns entschieden haben, um das Projekt in Angriff zu nehmen, hat keiner von uns irgendeine Ahnung gehabt, wie man das macht. Nach 40 Tagen und 8 Stunden kamen die Frauen als Zweite ins Ziel und stellten einen neuen Weltrekord auf. Ich glaube nicht, dass es dabei um körperliche Ausdauer, Training oder Anzahl Meilen geht. Es geht darum, mit wem du es machst, um diese Beziehungen. Sie bestimmen deine Laune und deinen Willen.
and you? You made it. Yeah, finally. Lauren, how's it going? Good. How are you? Good, great. Great. Let's go to the boat. Yes. How was everything? Good. This is it? Nice. Yes. Wow. Das Boot, das wir gekauft haben, heisst Mrs. Nelson. Es ist von der Lauren Morton und ihrem Team Row Like a Girl. Sie haben das im 2015 als zweites Team über den Atlantik gerudert. Der Grund für das Boot ist, dass es ein sehr schnelles Boot ist und ja, es war relativ billig und wir konnten es in Raten abzahlen. Das war eigentlich auch noch ein guter Grund. So können wir schon eins jassen. Also ich finde es super. Also schon viel. Ist ein gutes Gefühl, oder? Ja, ich freue mich aber riesig. Immer 2 Stunden Ruder, 2 Stunden Pause, 2 Stunden Ruder. No, they have one hell of an adventure ahead of them. Sie haben ein unglaubliches Abenteuer vor sich. Das Leben ist nicht mehr dasselbe, wenn du auf der anderen Seite ankommst. Für manche ist das gut, für andere schlecht. Wenn du einen Job hast, wirst du ihn danach wahrscheinlich nicht mehr mögen. Wir haben von Anfang an immer gesagt, wir wollen echt gewinnen. Also wir haben uns auch so Statements reissen lassen, wo nachher da in den Medien rausgekommen sind, wir wollen den verdammten Weltrekord und so. Jeder lügt, der sagt, wenn er da mitmacht bei dem Ruderrennen, er will nicht gewinnen und er will nicht den Weltrekord. Ich glaube, das jeder. Dort sind die Gönner eingeladen worden, um ihnen ein Boot zu zeigen, das wir durch ihre Hilfe kaufen können. Und um versuchen, diesen Leuten auch etwas zurückzugeben und die halt teilzulassen an unserem Projekt. Darf ich mal kurz? Ja, willst du reinkommen? Das ist ein bisschen anders als unsere Ruderboote. Komm rein. Ja, es ist ein bisschen mächtiger. Warte mal, das mache ich gut. Perfekt, schon. Ja, irgendwie müssen wir ja schon Holz sagen, oder? Ja, ich frage mich jetzt, sollen wir da jeden Tisch an und einfach mal so... Was soll ich sagen? Dann sind wir aber nach einer Stunde dran, einfach am Hallo sagen. Genau, also bitte. Ja, wir sind dran. Wir sind dran. Ich nehme gerne einfach eine Wurst. Und ein Brötchen. Ich habe schon Brot. Wir müssen jetzt einfach alle noch Holz sagen. So was habe ich nicht erwartet. Das ist das beste Gefühl der Welt. Das ist nicht das härteste Ruderrennen, das ist das härteste Rennen überhaupt. Unser Ziel ist eigentlich, dass das Boot nie stillsteht, vom Start bis zum Schluss. Das heisst, dass immer jemand am Ruder wird, besser 2. Also das Ziel ist, dass 2 rudern und 2 in dieser Zeit schlafen. Also was haben wir effektiv schon miteinander trainieren? Als längste 10 Stunden. 10 Stunden. Versus 3 Monate. Wow. Ja. Vor 3 Jahren habe ich mir das auch anders vorgestellt. Wir möchten uns einfach bei allen unseren Sponsoren von Herzen bedanken. Es freut mich mega, dass Sie da sind und dass anscheinend doch ein Interesse am Projekt besteht. Also was sicher auch ein Grund ist, wieso dass ich diese Challenge mache, ist, weil jetzt der Alltag an der ETH, obwohl sehr interessant, doch sehr voraussehbar. Und
Was ich erwarte von der Challenge, was dort wird passieren, ist, dass halt gewisse Sachen passieren, die wir nicht voraussehen können. Oder wo wir halt gezwungen sind, um dort zu improvisieren. Und um dort das so nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen. Ich denke, wenn man sich immer nur in dieser Komfortzone bewegt, wo man sich halt bewegt, wenn man in der Schweiz lebt. Und wo man sich halt bewegt drin, wenn man eine gute Ausbildung geniessen kann und so, dann das kann es irgendwie auch nicht sein, dass das nachher alles ist. Hey Angus, this is Marlon from Team Swiss Motion. Also die ganze Geschichte mit dem Bootverschiffen ist so gegangen, dass wir keine Tickets haben können buchen für die Fähre, weil die ausgebucht war. Well, I've been better. Thank you. How about you? Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Straub, wenn er Englisch redet, immer ein bisschen tiefer redet? Ja. So ein bisschen voluminöser. Hi, I'm Martin Straub. Und es ist mir gleichzeitig so ein bisschen latent schlecht, weil zu dem Zeitpunkt starten wir nicht. Wir können das Boot nicht auf La Gomera bringen. Has anyone ever tried rowing across from Morocco? Weißt du, ich meine? Aber wir sagen nicht einfach so, ja, wir zahlen trotzdem alles. Ja, sowieso. Junge! Also was, wenn wir einen Notfallplan jetzt müssen machen, auf Marokko fahren und überrudern, dass wir immer noch am Rennen teilnehmen, würden wir nicht gehen. Oder nicht am Rennen offiziell teilnehmen. Ich glaube nicht. Wirklich? Wir sind 4 Leute, wir können abstimmen, ja. Schwierig, wenn 2 sind. Marokko. Oder wir können nachher mal zusammen die Equipmentliste durchgehen. Uns fehlt noch viel. Uns fehlen noch viele wichtige Sachen. Und bei vielen wichtigen Sachen wissen wir nicht, wie es funktioniert. Also ich bringe mich vorher rum, anstatt dass wir nicht gehen. Mich würde so ankommen, so ohne Witz. Also 2018 oder auch so nicht am Rennen mitmachen, so hure Scheissdreck. Also was ist? Also wir gehen vorher nicht ans Rennen, anstatt dass wir ein Jahr später gehen. Also das hätte ich ja gesagt, so gehen wir einfach. Aber so weit sind wir noch nicht. Also, ja, aber das ist besser zum Wissen, dass man das macht. Ja. Also für mich ist das klar, ich weiß nicht, ob... Shit. I've been numb enough to lose my head. So you're trying not to say my... Schlafen komme ich in dieser Nacht und ich überlege mir, lohnt sich das echt alles? We don't know what we did alright. Try to keep me down on my own somehow. Gonna live it up. I've been walking on my own now. So the middle of the night is not so bad. Ich bin in die Rolle vom Captain eingewählt worden und das ist mir wirklich eine riesige Ehre. Jetzt fühle aber halt auch ich mich dafür verantwortlich, dass die 3 Jahre Vorbereitung nicht für nichts sind und wir tatsächlich bei dieser Challenge mitmachen können. Schlussendlich haben wir einen Bootsbauer angerufen. Und die haben jetzt unseren Transport organisiert. Aber damit das geklappt hat, haben wir halt ein paar Nachtschichten durchgehen. Wir haben eigentlich das ganze Wochenende lang haben wir das Boot geputzt und eingerichtet. Kannst du schnell die Auto holen, Eli? Ja. I've been walking on my own now, so the middle of the night's not so bad. Ist das normal, dass das voll Wasser ist? You've been working on your own too. Das ist eigentlich egal, oder? So, guten Morgen miteinander. Ich bin hier bei mir daheim in der Stube. Haben wir ein bisschen Durcheinander, beziehungsweise ein geordnetes Chaos. Jetzt ist gerade jemand gekommen. Nein, sicher nicht. Guten Tag.
Wir lieben die Schweizer Jungs. Und sie sind sehr groß. Wir sehen sie immer mit ihren großen Händen voller Wasserflaschen, gefüllt mit Proteinzeug, und die Flaschen scheinen dann so klein. Wir spielen immer das Spiel riesiger Schweizer oder kleine Flasche. Sie sind zwar riesig, aber sehr bescheiden und nett. Man sollte nicht vom Äußeren aufs Innere schließen. Da ist Mero. Ui. Ui. Ich muss einfach ein bisschen länger liegen lassen. Dann ein bisschen länger liegen lassen. Aber ein kleiner Nachteil ist, dass sie aus einem Binnenland kommen. Du kannst ein organisierter Schweizer sein, aber wenn du keine Erfahrung auf dem offenen Meer hast, könnte das nutzlos sein. Wer weiß. Ja, das erste richtige Training in La Gomera auf dem Meer war recht furchteinflößend. Ganz geil. Großer Moment. Mal schauen, ob es schwimmt. Struh, was meinst du dazu? Zu was? Zu unserem schönen Einwasser. Zu unserem schönen Einwasser? Ja, das wird fantastisch. I can't go on without you. I can't go on without you. Oh, no. Go on without you. I can't go on. Ja, da ist es auf und ab. Mit dem Gefühl, einerseits freue ich mich mega zum Gehen, andererseits werde ich halt schon ein bisschen nervös zum Teil, weil dir halt einfach bewusst wird, dass wir nicht da gehören. Und wir sind wirklich nicht so in unserem Element. I think the team from Switzerland is first of all they are Alle beim Schweizer Team sind starke, große Kerle. Aber in diesem Ausdauerwettbewerb geht es nicht nur um Kraft. Es geht auch um einen starken Willen, den sie zum Glück haben. Darum sehe ich sie definitiv als eines der Top-5-Teams. Arlen, was ist anders wie auf dem Zürichsee? Es hat ein bisschen mehr Wellen und ein bisschen mehr Wind. Ja, was soll ich sagen? Hey, nice Würst! Ja! Das ist richtig. Es hat noch Salzwasser und schon Süßwasser. Also es ist genau das Gleiche, einfach grösser, oder? Ja, ja. Es ist genau das Gleiche, einfach grösser. Rolling. Oh, maybe not rolling. 3,5 Meter. Fuck hoch, hä? Riesenwellen. Etwas so wie Nasse geht. Ja. Jetzt sind wir die letzten Sachen einpacken, Akkus, die wir noch geladen haben, über die Nacht. Und nachher gehen wir ins Startbriefing. Und nachher gehen wir los. Eli? Die Prioritäten sind Nummer 1 Sicherheit. Keiner stirbt, keiner hat Langzeitschäden. Nummer 2, wir sind alles Kollegen noch nachher. Nummer 3, wir sind so schnell wie möglich. Good morning, we are the Tusker Whisky Atlantic Challenge 2017. Wir akzeptieren, dass ihr ein Risiko eingeht bei dem, was ihr macht. Aber wenn wir euch Bedingungen aussetzen, welche sich über Nacht zugespitzt haben, dann wäre das falsch. Im Moment haben wir Windböen von über 40 Knoten und wir riskieren unnötige Kenterunfälle und Abbrüche. Ihr werdet heute also leider nicht starten. Hallo miteinander, jetzt ist gerade die erste Stunde draussen. Das ist der Simulator. Nein, wir hocken immer noch in La Gomera fest, weil der Start ist verschoben worden. Wie ist es denn für dich, dass ich jetzt das mache? Also ich bin zuerst mal mega stolz, dass du das machst. Messi. Ja, das ist etwas, wo sehr wenige Leute den Mut und Kraft dazu haben.
Gut, ich habe es noch nicht gemacht. Das sehen wir noch, wie ich den Mut und die Kraft habe. It's kind of a big day. It's my buddy's first time with a prostitute. Yesterday we had to postpone the race start. Gestern mussten wir den Rennstart verschieben. Leider müssen wir das heute auch tun. Yet another day. Only I've been thinking about you, baby. Cause I'm gonna wrap my arms around you, hold you close to me. Die Autoritäten vom Hafen lassen uns nicht raus. Die Rennleitung geht uns gehen, aber die Autoritäten will nicht. Ich glaube, er macht das primär für sich selber. Das ist eine Erfahrung, wo er daran wachsen möchte und wo er etwas erleben möchte. Es ist nicht irgendwie ein Schnellschuss. Ich meine, wir haben früher ja mit ihm zusammengelebt. Er hat es wirklich verfolgt. Oder? Warten, bis wir gehen können. Allgemein glaube ich, das ist ein sehr guter Approach zum Leben. Ein bisschen streng sein zu sich selber, aber trotzdem nicht den Humor verlieren. Vor 525 Jahren tat Christoph Kolumbus das, was ihr nun tun werdet. Seine Reise veränderte das Leben aller Menschen. Ihr werdet vielleicht nicht das Leben von allen verändern, aber ganz sicher euer eigenes. Die Atlantic Challenge startet um 11 Uhr. Jetzt ist es offiziell, der Rennstart ist in 2 Stunden. Ich fühle mich fantastisch und scheiße und ich habe Angst und ich habe Freude. Ian war in seiner Rede sehr bestimmt. Es fühlte sich an, als wäre es eine Szene eines Kriegsfilmes. Ja, also, du wirst keine Leben verändern, aber dein Leben wird sich neu definieren. Als ob er zu seinen Soldaten spricht. Genau, hat er wahrscheinlich bereits. Es ist mega wichtig für mich, dass ich so versuche, möglichst im Moment zu leben und einfach mich fokussiere auf das, was ich jetzt mache und versuche, das gut zu machen. Weil ich habe immer gefunden, eigentlich so 2 Stunden rudern, das ist echt machbar. Einfach nachhocken, 2 Stunden rudern, das kann ich, das weiss ich. Es ist wirklich ein Schock, wenn man das erste Mal wirklich die Riesenwellen sieht, den Wind. Das haben die wenigsten Trainingsbedingungen wirklich am Atlantik, wo man dann wirklich sagt, okay, das wird passieren. Also die meisten Teams, wenn die wirklich von La Gomera wegrudern, haben die keine Ahnung, was passieren wird. Mein Name ist Marlin Strub. Ich studiere Robotik an der ETH Zürich. Und zusammen mit dem Luca, dem Laurenz und dem Yves haben wir uns vorgenommen, um das erste Schweizer Team zu werden, das über den Atlantik rudert. Wir haben gerade die erste Nacht hinter uns. Es war unsere Scheiße. Mein Arsch macht weh, ich habe schon ein bisschen Ausschläge am Arsch. Ehrlich gesagt.
plattern. Aber grundsätzlich finde ich das immer noch alle ganz geil. Rudern am Limit wurde Ihnen präsentiert vom neuen Seat Arona. Do your thing.